Hallo Sophie, schön, Hi. dass du dir die Zeit nimmst, um ein bisschen mit mir zu quatschen. Genau, du bist dieses Jahr beim Young Vision Festival auch wieder dabei, worüber wir uns sehr freuen. Wir hoffen, dass viele Menschen dazukommen, die das Festival noch gar nicht kennen, einfach, dass wir neue Leute erreichen. Und für die fände ich es total schön, wenn du einmal dich so ein bisschen vorstellst. Also, wer bist du eigentlich und was machst du so? Ja, also ich bin Bodyworkerin, Körpertherapeutin. Also ich gebe ganz viele Einzelsitzungen. Seit circa 14 Jahren mache ich das. Arbeite ich mit Leuten in Einzelsitzungen, aber auch in Workshops und bringe vor allen Dingen Leuten bei, aus einschränkenden Mustern rauszukommen über den Körper. Und genau, dass man eigentlich sich selbst wieder mehr fühlt und die eigene Wahrnehmung halt öffnet, der vertraut, der eigenen Energie vertraut, der eigenen Kraft vertraut, eigentlich wieder so ein bisschen zu sich zurückfindet und alte Schutzstrategien oder alte Strategien, die irgendwann mal total wichtig war, sich traut, wieder loszulassen und so ein bisschen den Reset-Knopf drückt. Und ja, dass man wie anfängt, okay, nochmal neu wahrzunehmen, nicht durch die Filter von all den Erfahrungen sozusagen oder von Meinungen, die man über sich selbst hat. Und ja, und ich sehe halt den Körper dafür als total super Ausgangspunkt, weil mit unserem Körper sind wir einfach immer im Moment. Also wir haben halt diese geniale Fähigkeit mit unserem Geist, uns zu erinnern und in die Zukunft zu planen. Und das ist alles total wichtig und ist absolut genial. Aber mit unserem Körper können wir einfach nur hier sein. Selbst wenn ganz viele Erinnerungen auch da drin gespeichert sind, wenn wir unseren Körper fühlen, dann sind wir einfach mal die Person, die wir heute Morgen sind, mit den aufgequollenen Augen. Aha. Und aber auch die erwachsene Person und nicht das Kind vor so und so vielen Jahren. Und genau, und haben dadurch können wir uns halt dann auch mit den Fähigkeiten und Kapazitäten von heute verbinden, die meistens viel größer sind als das, was uns möglich war, als wir unsere Schutzstrategien uns so angewöhnt haben. Wenn du jetzt so vorausschaust auf das Festival und dass es ja auch dieses Jahr online stattfindet, ähm, was können die Leute erwarten, was in deinem Workshop genau passiert? Ja, also ich will ja das Thema neben Einzigartigkeit und Verbundenheit, ne? Also eigentlich du selbst sein in Beziehungen. Und dann würde ich gerne ein bisschen darüber erzählen, nochmal, wie sich Muster im Körper manifestieren und wie man die eigentlich loslassen kann, weil ich glaube, es kennt jeder, dass er halt so, oh, rede ich mit meinem Freund schon wieder so und jetzt sind wir in diesem Kreislauf oder mit der Freundin habe ich jetzt schon wieder das Ding oder ich kenne das in Gruppen fühle ich mich immer wieder so oder irgendwas, also jeder hat da so verschiedenste Glaubenssätze oder auch Erfahrungen, wo man das Gefühl hat, das wiederholt sich. Mhm. Und das ist nicht, weil ihr irgendwas falsch macht oder weil irgendwas mit euch verkehrt ist, sondern weil man meistens dann irgendwie eine Strategie, die irgendwann mal richtig gut funktioniert hat oder total wichtig war, dass man die wiederholt. Und da möchte ich euch halt ein paar Sachen zeigen, wie man da rauskommen kann. Und also einmal will ich ein bisschen Theorie dazu vermitteln, also natürlich nicht zu lange. Und dann wollen wir halt zusammen Übungen machen, um die Körperwahrnehmung zu steigern. Und dann leite ich euch dadurch, wie man halt so ein Muster loslassen kann und dann irgendeine Situation, wo man das Gefühl hat, sich immer wieder im Kreis zu drehen, die halt dann nochmal aus der resetteten Position aus neu wahrzunehmen und das zu erlauben. Manchmal kann es sein, dass dann auch Gefühle da also ein bisschen an die Oberfläche kommen, die man ganz früher versucht hat zu vermeiden durch die Schutzstrategien. Genau, aber die können halt dann auch
häufig viel, viel einfacher erlaubt werden, also und auch ohne die alte Hilflosigkeit, die meistens halt da war. Sonst hätte man sich ja diese Schutzstrategie ja nicht überlegt, wenn man nicht irgendwie das Gefühl hatte, man ist überfordert. Aber wenn man sozusagen den Körper heute fühlt oder sich heute fühlt von seinem Potenzial aus heute, dann auch die alten Sachen erlaubt, dann können die eigentlich mehr durch einen durchgehen. Dann ist es wie so, dann fühlt man, ah ja, da kommt was Altes und man identifiziert sich nicht mehr so krass damit, wie als würde es jetzt gerade passieren. Und man ist irgendwie wie, man ist hier, aber man merkt auch, ah ja, okay, da will eine alte Welle durch, okay, erlaube ich. Und dann gehe ich weiter zu meinen Freunden. Gibt es was an deiner Arbeit, was dich jedes Mal wieder aufs Neue fasziniert? Ja, dass man halt genau nicht wissen kann, was kommt, wenn man losgelassen hat. Wenn man halt vor allen Dingen, wenn ich jetzt so aus der Sicht eines Teilnehmers oder Klienten spreche, dann, also das habe ich ja selber auch ganz viel die Erfahrung gemacht, dass man halt irgendwie überzeugt ist, so bin ich und so ist es immer und dann passiert wieder das und da und das habe ich 20 Mal erlebt und darum ist das garantiert so und das überfordert mich und das weiß ich jetzt auch schon und so. Und wenn man dann halt eigentlich merkt, dass das einem nicht nur passiert, sondern dass man eigentlich das gerade kreiert unbewusst. Und wenn man sozusagen die Aufmerksamkeit so erhöht, dass man merkt, was man eigentlich tut und das wieder loslässt, und dann können halt ganz unbekannte Sachen passieren. Und da kann einfach niemand vorher wissen, was kommt. Und das ist halt auch dann ganz, ganz wichtig, zu erlauben, nicht zu wissen, was dann kommt. Das ist eigentlich so auch mit der Schlüssel und dann können halt ja, abgefahrenste Energieflüsse im Körper kommen. Man kann sich anfangen zu bewegen, wie man sich noch nie bewegt hat. Es kann plötzlich also ganz häufig kommt halt auch wie so ein Selbstvertrauen aus einem heraus, wo man vorher dachte, dafür braucht man ganz viel Bestätigung oder das habe ich nicht oder das bin ich nicht oder so. Aber eigentlich ist das alles schon in uns drin und das kann halt sich dann entfalten und man kann einfach nicht wissen, was dann kommt, was für eine Qualität. Vielleicht ist man danach so, ich habe so viel Energie und ich muss jetzt erst mal 2 Stunden tanzen. Oder ich will mich jetzt hinlegen, ich bin gerade so runtergekommen, endlich. Also man kann es einfach nicht wissen, was danach passiert. Aber meistens ist es auf irgendeine Art, hat es was Magisches und ja, genau. Du warst letztes Jahr ja das erste Mal beim Young Vision Festival. Mhm. Und was ist so das, was dich da hingezogen hat? Ja, ich finde es total toll, dass ihr zusammenkommt und dass es einfach so eine Community ist scheinbar oder ich weiß nicht genau, wie ihr euch nennt, euer Verein, aber also Verein, ja. Gemeinschaft ja, von Leuten, die sich um sich selbst kümmern wollen und mehr Verantwortung übernehmen wollen. Und ja, was mich auch total gereizt hatte, war, dass ihr irgendwie ja so euch Gedanken darüber macht, wie kann man die Welt auch neu gestalten. Klar, sich erstmal um sich selbst kümmern, aber auch sich darüber auszutauschen, was hat man für Visionen für die Welt, wie wollen wir zusammenleben, was wollen wir verändern für das Ganze? Also, weil das finde ich halt auch total wichtig, dass man sich, also natürlich ist die Basis, dass es einem in einem selbst gut geht und man selber irgendwie in so einen Zustand von Fülle kommt, um dann der Welt was geben zu können oder auch die so zu gestalten, dass es irgendwie für alle das Beste ist. Aber ich finde es auch einfach total schön und wichtig, dass der Blick nicht nur auf einem selbst ist, sondern auch so zu gucken, okay, wer sind wir als Gemeinschaft, als Menschen und wo wollen wir hingehen? Und das finde ich einfach super schön, dass ihr euch aus diesem Grund einfach auch so zusammenfindet. Und da hatte ich sofort Lust, das zu unterstützen. Also, Letzte Frage.
Was würdest du gerne den Menschen sagen, die gerade noch überlegen, ob sie am Festival jetzt im Sommer teilnehmen oder nicht? Also klar, muss man erstmal gucken, möchte ich jetzt gerade noch was online machen. Ne? Das muss man natürlich als erstes für sich entscheiden. Aber jetzt so aus Erfahrung mit anderen Online-Workshops, die ich in der letzten Zeit gegeben habe, auch mit Young Vision, also es funktioniert und dass es für manche sogar auch so gerade auch als Erstkontakt auch ähm, manchmal sogar stimmiger ist in seinem eigenen Zuhause, wo man sich total sicher fühlt. Ja, also ich glaube schon, wenn ihr es euch zu Hause schön macht und genug Pausen auch vom Bildschirm halt zwischendurch gebt und vielleicht auswählt, okay, wo möchte ich dran teilnehmen, wie viel Pausen brauche ich und dann kann das, glaube ich, total schön werden. Ja, ich fand es auf jeden Fall immer wieder erstaunlich, wie viel Verbundenheit durch den Bildschirm trotzdem entsteht und auch mit Leuten, die man eigentlich gar nicht kennt. Selbst wie Liebe und Dankbarkeit wie fast durch den Bildschirm dann durchstrahlt. Das ist ein richtig schönes Abschlusswort. Mhm. Ich danke dir, Sophie, für den kleinen Einblick in deine Arbeit und auch auf das, was beim Festival bei dir im Workshop passiert. Mhm. Und freue mich ganz doll drauf. Mhm. Ich auch. Ich bin gespannt.